Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Der World Boss geht in die finale Runde und wir werden heute die letzten Stunden vom World Boss auch nochmal streamen. Heute Abend um 20 Uhr auf F9 wird das Ganze hier sein Ende finden und wir sind ab 17 Uhr. Ja, also 17 Uhr würde ich sagen, sind wir live und streamen nochmal die letzten 3 Stunden des World Boss Events und gucken nochmal, was wir bis dahin alles so erreichen konnten. Ja, ich bin immer noch nach wie vor auf Platz 1, 2 und 3. Ja, also vor allen Dingen Stiefelkotzer, der ja auch die letzten World Bosse auch sehr stark dominiert hatte, war ja am Start des F9 World Bosses ja leider auch ein bisschen benachteiligt durch die Fehler, die dort aufgetreten sind. Aber so wie es momentan gerade aussieht, ja, haben wir schon ganz gute Chancen, Platz 1 zu holen. Mal gucken, ob wir das heute Abend auch schaffen. Das wäre für mich das erste Mal. Dann haben wir 3 an der Spitze hier uns einmal jeder den Goldrahmen in die Hand gereicht, sozusagen. Ich glaube, beim ersten Mal war Stiefelkotzer, ich glaube danach Umbums, ich bin mir aber nicht sicher. Und jetzt wäre ich dann quasi der den Goldrahmen hat. Auf jeden Fall sind wir 3 diejenigen, die bisher bei jeden 3 World Bossen in den Top 3 auch gewesen sind. Also wir waren die einzigen, die sich die Rahmen gegönnt haben. Deswegen gehen auch Grüße raus an Umbums und Stiefelkotzer hier an der Stelle. Ja, immer wieder ganz nice zu fighten auf jeden Fall. Auch wenn der World Boss, ja, diesmal muss ich ehrlicherweise sagen, mir nicht ganz so viel Spaß gemacht hat wie letztes Mal aufgrund der Kostenumstellung ja, der neuen Premium-Währung, die wir nun haben hier am Ende des Tages. Das hat ein bisschen abgefuckt auf jeden Fall. Aber das hatten wir jetzt auch schon die letzten Tage gehabt. Heute möchte ich euch nochmal meine Beute zeigen, die ich bisher hier aus dem Event rausgeholt habe. Wir werden ja auch noch die Endbelohnung hier wahrscheinlich auch noch dann bekommen. Und 4,2 Milliarden Gold sind es bisher. Gut, mit Seelen kann ich nichts anfangen. Mit den Items, die kann ich verkaufen. Okay, Früchte, ja, geht so. Die Ressourcen, gut, kann man gebrauchen, wenn man mal irgendwann wieder 20er Equipment haben will. Dauert aber noch ein bisschen. Bis dahin werde ich wahrscheinlich auch genug gefarmt haben. Einzig und allein für mich das Wichtige ist das Gold. Und ja, ich habe jetzt ein anderes Katapult mal ausgewählt und habe das Ganze mal so ein bisschen für mich durchgetestet. Ich habe jetzt quasi eine Änderung gemacht und auch die Änderung, die ich gestern schon im Video angeschnitten hatte. Und zwar hatte ich ja immer ein Katapult gebaut mit kritischer Trefferchance 55% und habe dafür ja, einen Buff genommen, der nicht ebenenspezifisch war, sondern halt eben overall. Und dafür habe ich halt eben kritischen Schadensbonus, 80% auf der mittleren Ebene. Ja, gut, das auch, ja, aber dann hatte ich kritische Trefferchance auf der mittleren Ebene und ich hatte 20% kritische Trefferchance auf allen Ebenen, sodass wir auf 50 kommen, beziehungsweise mit dem Grundwert 55. Jetzt hatte ich das mal getauscht und habe quasi den Schadensbonus, von dem ich ja gestern auch schon geredet hatte, ausgetauscht mit den 20% Crit-Trefferchance auf der mittleren Ebene. Um einfach mal zu testen, wie das so ist, weil dann haben wir nämlich 3 spezifische, für die Ebenen zugeschnittene Buffs. Und das bringt in Summe ja schon mehr. Ja, nun hatte ich gestern so gerechtfertigt, dass ich konstanter critten möchte als dieses Lack-basierte, aber wir haben ja natürlich auch mehr Basisschaden durch den 40%igen Schadensbonus und kommen jetzt hier halt eben auf 120% Schadensbonus bei einer Crit-Trefferchance von 35% und nach wie vor den kritischen Schadensbonus von 180%. Ja? Und so sehen momentan die Tries aus. Also wir können ja mal, ich glaube, das war jetzt hier noch von der mittleren Ebene. Das ist auch noch mittlere Ebene, glaube ich. Der Try war nicht ganz so gut. Ja, hier zum Beispiel. Das war, glaube ich, auch so mit meinem bester Try gewesen. Den hatte ich mit dem neuen Katapult jetzt schon dann gemacht. Und hier sieht man, dass die Crit-Treffer auch schon deutlich höher sind als davor. Ich glaube, gestern hatte ich noch mit dem alten gespielt. Ich gucke mal vor 0 Uhr. Ja, also das war noch mit dem alten Katapult. Da lagen wir hier bei 39,7, ja, 39,8 kann man so ungefähr sagen. Und ab hier habe ich dann so angefangen mit dem neuen Katapult zu spielen und mache halt, wie man sieht, mehr Basisschaden, also ohne Crit-Treffer.
Ne, ohne alles machen wir hier anstatt 14 2 17 3. Das ist schon ganz gut. Und mit Crit-Treffer machen wir halt 48 6 und vorher 39 7. Ja, das ist natürlich das, was ich gesagt hatte. Wenn wir reinlacken, dann halt, dann knallt es halt richtig so, ne? Und ich bin aber bisher halt nie darauf gegangen, weil ich dachte, okay, öfter Critten macht mehr Schaden, ne? Also wenn wir hiervon konstanter Schaden kriegen, als wenn wir einmal diese Hits hier bekommen, weil wir halt eben 20% weniger Crit-Trefferchance haben, so, ne? Ja, und das sieht man auch. Also ich habe hier auf jeden Fall deutlich weniger gekrittet dann schon. Von 2 bis 3. Hier hatte ich dann einen richtigen Lucky Try gehabt. Also hier habe ich sehr viele Crit-Treffer gehabt mit dem neuen Katapult und bin auch so fast auf 800 Kriegsbeute dann gekommen. Jetzt in einer Stunde. Was natürlich nicht schlecht ist, sag ich mal so. Ne? Also es war jetzt bisher mein Bestes. Davor das Beste war, glaube ich, war das der hier? Ne, ich glaube, ich hatte, ja, der hier. Hier, also der war halt krass, ne? Also hier, das war noch das alte Katapult mit 55%iger Crit-Treffer-Chance. Da haben wir fast jeden Treffer einen Hit gelandet, so, ne? Einen sogar hier mit Spezialangriff. Das war halt auf jeden Fall krass. Also man sieht, ich mache schon häufig Crit-Treffer, aber ja gut, man hat auch nicht immer Glück, so wie man hier sieht. Auf jeden Fall muss ich aber sagen, dass ich jetzt mit dem Katapult hier ein bisschen bessere Erfahrungen gemacht habe. Selbst hier, wo wir eigentlich gar nichts getroffen haben, kommen wir knapp auf 400 Kriegsbeute. Und ja, hier haben wir ein paar mehr Treffer und da sind wir fast bei ja, 480 so. Also ich muss sagen, wir machen schon ein bisschen mehr. Wenn da mal ein paar Crit-Treffer dabei sind, dann klatscht es halt schon richtig. Und wenn hier mal so mehr dabei sind, dann ist das schon ganz gut. Also ich bin momentan eher auf der Seite, wo ich sagen würde, yo, dieses Katapult gefällt mir eigentlich besser als das mit dem mit der höheren Crit-Treffer-Chance. So, da habe ich halt mein Bild komplett auf Crit-Treffer ausgelegt, so mit Schadensbonus und Chance halt. Nun haben wir den Basisschaden ein bisschen erhöht. Ja, und muss eigentlich sagen, ich fahre jetzt nicht so verkehrt mit der Taktik. Ich werde die jetzt noch bis zum Ende des Endbosses dann so weiter handhaben und werde mal gucken, vielleicht dann beim nächsten Mal, ja, die dann gleich von Anfang an mitnehmen. Ja, ansonsten, wenn wir kurz hier auf die internationalen Welten schauen, dann sehen wir, dass Fusion 9 jetzt mittlerweile auch schon ziemlich abgestraft worden ist. Wird von vielen Servern überholt. Der World Boss geht noch knapp 11 Stunden zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme. Bis dahin wird F9 noch weiter durchgereicht werden. Ich glaube, letztes Mal war sogar EU20 vor F9. EU20 ist momentan, wo ist sie? Hier unten. Ja, und wenn wir uns hier irgendwo zwischen 12 und 17 einordnen, dann ist das schon mehr als okay. Ist natürlich dann ja nicht mehr so diese ganz tolle Belohnung, die wir hier bekommen, aber ja, gut. It is what it is, würde ich sagen. Ne? Hier unten weiter wäre dann schon ein bisschen bitter. Also falls wir hier reinkommen, wäre schon gut. Also wir werden auf jeden Fall hier noch durchgereicht werden. Das können wir definitiv nicht halten hier in den 10, 11 Stunden, die uns noch bleiben. Aber ja, jetzt merkt man halt so langsam, dass die anderen Server jetzt hier langsam überholen werden. Wir können noch mal Kriegsbeute abholen. Das machen wir noch mal ganz kurz von der letzten Stunde. Wir können hier noch mal ein paar Rewards mitnehmen. 2300 Medaillen noch mal dazu bekommen. Und ja, das ist so bisher der Zwischenstand von meinem Endboss, den wir hier gespielt haben. Hat sich das gelohnt? Geht so. Also ich habe jetzt bisher, glaube ich, also ich habe mir die Standardpakete geholt im Webshop und dann habe ich mir, glaube ich, zweimal das 50-Euro-Paket geholt. Also ich bin auf jeden Fall schon easy über einen Huni schon hinweg und ja, es gab jetzt nicht so viele Rewards, wie ich mir das hätte erhofft. Und ich habe auch ziemlich viel gegrindet, muss ich sagen. Also ich hatte auch schon, ja, ein bisschen, also ich habe jetzt schon ein bisschen, ich hatte ja beim letzten World Boss gesagt, ich werde nächsten World Boss richtig fett reingrinden so. Da dachte ich aber noch, gibt es die Teilnehmertruhen, das war eher da drauf gelegt. Und dann, ja, hatte ich aber gedacht, okay, ich hatte jetzt beim letzten Mal auch gesagt, ich will hier einmal wenigstens Erster werden bei dem Event. Und dann ist das für mich gegessen, das Thema.
Ja, und das habe ich jetzt gemacht und hatte dann halt auch die Nacht immer geguckt, dass ich mein Katapult aktuell habe. Immer 70-30 in der Mitte mit der normalen Ladung gespielt hier und ziemlich viel hin und her geswitcht. Also diesmal habe ich auf jeden Fall mehr Zeit investiert als beim letzten Mal. Schade nur, dass die Belohnungen dementsprechend genervt worden sind. Beim letzten Mal hätte es mir mehr gebracht, das Reingrinden. Aber ja, ist nun mal so. Ich wollte jetzt halt eben da relativ viel rausholen und dadurch dann, ja, mal gucken, was so geht an Gold, was man da so rausnehmen kann. Ne? Genau. Ansonsten, wie gesagt, falls ihr die letzten Stunden heute Abend noch live mit dabei sein wollt, schaltet gerne auf Twitch ein. Ab 17 Uhr sind wir heute live bis 21 Uhr und streamen das Ende des World Bosses auf F9. Das soll es aber erstmal soweit von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.